Frohes neues Jahr und hallihallo meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Werner Watches YouTube-Video. Heute möchte ich euch einen Ausblick auf das Jahr 2024, auf das Uhrenjahr 2024 geben und euch erzählen, was ich glaube, was sich dieses Jahr in der Branche so tun wird. Viel Spaß! Wer sich das letzte Video und damit auch das letzte Video des letzten Jahres angesehen hat, der wird jetzt schon erahnen können, in welche Richtung ich glaube, dass das Jahr 2024 gehen wird. Und zwar wird es ein Jahr sein, so glaube ich, Prognosen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen, bla bla bla, weiß ich auch. Ich glaube, dass sich dieses Jahr diese Individualität rund um das Thema Uhren noch viel stärker präsentieren wird. Ich habe mal, das ist nicht mein Gedanke, ich weiß allerdings auch nicht, wo er herkommt, ich habe mal jemanden sagen hören, dass die Uhrenbranche, die natürlich ganz, ganz stark von Social Media getrieben ist, ja noch recht jung ist. Ich meine, dieses ganze Social Media Thema rund um Uhren ging erst 2017, 18 so wirklich los. Und das bedeutet, dass diese Branche in einer konstanten Evolution befindet. Und innerhalb dieser Evolution gibt es einige ganz sinnvolle Stufen, die die Branche so durchlebt. Der Integrated Bracelet Hype und dieser Sportswatch Hype war zum Beispiel ein ganz sinnvoller und den hätte man fast schon erahnen können. Und ebenso viel Sinn macht es für mich, dass die Individualität und die Besonderheit und damit einhergehend auch die Seltenheit von Uhren immer relevanter wird. Die Leute wollen sich immer mehr selbst ausdrücken mit der Uhr, die sie tragen, mit dem Schmuckstück, was sie tragen. Und ich glaube, dass innerhalb dieses Gedankens einige der Modelle, die schon letztes Jahr wirklich relevant geworden sind, dieses Jahr relevant werden und sich auch um diese Modelle so eine Art Dunstkreis bilden wird an Uhren, die sehr viel Beliebtheit erfahren werden. Wovon rede ich? Ich rede in erster Linie von, ich nenne es jetzt mal Schmuckuhren. Mit Schmuckuhren meine ich aber nicht Uhren, die nicht auch technisch relevant sein können, sondern wirklich Uhren, die in irgendeiner Form besonders sind. Also wir haben alle genug runde Uhren gesehen, wir haben alle genug irgendwie Oyster Cases gesehen, wir haben alle genug Royal Oaks gesehen. Was ich glaube, was spannend wird, sind Formen, sind Ziffernblätter, sind außergewöhnliche Bänder und die Mischung von all dem. Und wo sieht man das? Natürlich ganz viel bei diesen quote-unquote Schmuckuhren. Da nehme ich natürlich Cartier als mein Steckenpferd als erstes Beispiel. Gerade innerhalb der Louis Cartier Kollektion, von der ich glaube, dass sie 2024 ganz stark Fahrt aufnehmen wird. Innerhalb dieser Kollektion findet man wahnsinnig viele spannende Formen und Modelle und Curved Cases, dann teilweise gebogene Gehäuse, also nicht quer curved, sondern die Gehäuse itself gebogen und Modelle, die einfach von der Aufmachung her wirklich besonders sind, die man nicht an jeder Ecke sieht, die auch wirklich trotzdem noch objektiv ästhetisch sind. Also es gibt ja Uhren, die schon sehr weit gehen. So würde ich zum Beispiel sagen, dass eine Crash schon eine Uhr ist, die ja einen gewissen, da muss man schon recht weit gehen für, um eine Crash zu tragen. Während halt sowas wie beispielsweise eine Fabergé oder andere Modelle, über die Dumont müssen wir, glaube ich, gar nicht erst reden, die Trianon, die ich im vergangenen Drop im November hatte, all das sind Modelle, die, wie ich finde, sehr viel hermachen, wunderschön sind, also wirklich einfach ästhetische Uhren sind, die aber gleichzeitig noch unter dem Radar sind, weil sie eben für den Markt, wie er jetzt gerade ist und für die Sammler, wie sie jetzt gerade sind, noch erstens zu unbekannt sind. Es gibt zu wenige Kräfte, die diese Uhren promoten. Und auf der anderen Seite sind es Uhren, die ja auch nicht leicht zu finden sind. Das ist nämlich das andere spannende Thema. Ich glaube, Seltenheit wird immer relevanter, denn es ist natürlich so, dass mittlerweile der Markt verstanden hat, welche Uhren wirklich selten sind und welche einfach nur begehrt waren und deswegen ob der starken Nachfrage selten erschienen. Da gibt es ja ganz, ganz viele Beispiele. Also es hieß ja lange, Rolex Daytonas zum Beispiel, also die neuen Keramikmodelle, seien selten. Und das ist Quatsch, das sind keine seltenen Uhren, das sind Uhren, die es in zigtausendfacher Auflage gibt. Sie waren einfach nur so begehrt, dass die Nachfrage das Angebot überschritt und deswegen wirkten die Uhren selten. Bei zum Beispiel den Uhren aus der Louis Cartier Collection, aber auch etwaigen Stone Dial Piagets, über die ich ja im letzten Video geredet habe, ist es so, das sind Uhren, die sind quote-unquote selten. Und ich glaube, dass das innerhalb dieses ganzen Gedankens, den ich hier gerade auszuführen versuche, noch wirklich, wirklich spannend wird, weil wir hier von Uhren reden, die es halt teilweise wirklich nur in geringer dreistelliger Auflage zum Beispiel gibt. Und diese Uhren, gepaart mit dem Willen nach Individualität und nach besonderen Uhren, ob jetzt von Cartier oder Piaget oder wie auch immer, ich glaube, diese Uhren werden nächstes Jahr ganz, ganz spannend.
Außerdem hat sich 2023 schon ein Trend abgezeichnet, der 2024 auf jeden Fall weitergehen wird, und zwar das Interesse an dem Neo-Vintage-Bereich. Es gibt ja die klassischen Vintage-Uhren, das sind so 30er, 40er Jahre Uhren, 50er und auch 60er und 70er sind noch Vintage, wirklich. Und dann geht aber so eine Kategorie an Uhren los, bei Oldtimern oder bei Autos würde man dann sagen Youngtimer, so, die noch keine Haarnummer haben, die aber schon eigentlich alte Autos sind. Und das ist bei Uhren dieser Neo-Vintage-Bereich. Ich nehme da immer so die 90er und frühen 2000er Jahre. Das sind Uhren, die von der Konstruktion her, die von der Fertigungstiefe her und so weiter schon wie oder neuen Uhren sehr ähnlich sind, die aber gleichzeitig noch viele klassische Werte der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts vertreten. Das heißt, die regelmäßig noch recht klein sind, das ist ein spannender Punkt, auf den ich gleich auch noch zu sprechen komme, die regelmäßig auch noch ästhetisch anders aufgebaut und designt sind, als Uhren das in 2023 sind. Und ich glaube, dass diese Modelle, und das ist gar nicht nur Cartier, da sind ganz spannende Marken, Blancpain, Breguet, Ebel zum Beispiel auch so ein Thema, Piaget natürlich auch. All das sind, glaube ich, Marken, die im Jahr 2024 ganz, ganz viel Aufmerksamkeit erfahren werden, weil wir auch da einfach, ich rede ja immer gerne und viel über den intrinsischen Wert von Uhren, weil wir da einfach noch einen immensen Unterschied zwischen dem monetären und dem intrinsischen Wert der Uhren haben. Also nehmen wir mal einen ewigen Kalender von Blancpain aus den 90er Jahren. Das ist eine Uhr, die ist intrinsisch ein kleines Vermögen wert, weil die erfüllt, die tickt alle Boxes. So, das ist eine ästhetische, klassische Uhr aus einem Edelmetall, regelmäßig auch verrückte Edelmetalle, also jetzt nicht nur Gelbgold, sondern auch mal Weißgold oder auch Platin und so. Hochkompliziert, regelmäßig mit Manufakturkalibern ausgestattet und so. Ich glaube, das ist bei Ebel nicht der Fall, aber bei Blancpain zum Beispiel. Und diese Uhren kosten meiner Meinung nach noch viel zu wenig. Gleiches gilt zum Beispiel auch für die Audemars Piguet Quantième Perpetual Modelle, also für die ewigen Kalender von Audemars Piguet, die nicht in einem Royal Oak Gehäuse sind. Und ich glaube, dass das Uhren sind, die nächstes Jahr sehr, sehr viel, oder dieses Jahr 2024 sehr, sehr viel Potenzial haben werden. Ich hatte es eben schon gesagt, die Größe von Uhren ist auch noch ein ganz, ganz spannendes Thema. Wir hatten ja bis 2022 so einen Markt, in dem es hieß, the bigger the better, so in etwa. Also Offshore-Modelle waren total beliebt, 46, 47 mm, auch die großen Hublot-Modelle. Und dann hat man schon in 22 und dann in 23 final einen Trend hin wieder zu kleineren Uhren gesehen. So war es zum Beispiel so, dass die 36er Datejusts auf einmal Überhand genommen haben. Immer mehr Leute wollten 36er Datejusts kaufen. Das war 21, 22 total ungewöhnlich. Und ich glaube, dass sich das 2024 auch nochmal verfestigen wird. Denn, das habe ich immer gesagt, und ich finde es ganz spannend, dass man es jetzt sieht, große Uhren sind so eine Art Ausrutscher in der Geschichte der Uhren. Ich meine, Herrenarmbanduhren gibt es seit 1904, eingeläutet mit der Cartier Santos Dumont, Damenarmbanduhren schon lange davor. Und in diesen 120 Jahren, die es Herrenarmbanduhren gibt, waren Herrenarmbanduhren 100 Jahre davon klein und schmuckig natürlich, aber vor allem eben klein. Also da war 36 schon eher eine große Uhr und nur die wirklichen Tool Watches, also eine GMT oder eine Submariner von Rolex zum Beispiel, nur diese Modelle waren welche, die auch mal über 36 bis hin zu 40 mm haben durften. So, und dann hat Rolex die Gehäuse aufgebläht mit 41er Maxi-Cases und so. Also diese Zeiten der großen Gehäuse, die waren meiner Meinung nach eine, gut, subjektiv Geschmacksverirrung, aber tatsächlich einfach nur einen Ausschwung nach oben innerhalb der Geschichte der Herrenarmbanduhren. Und dieser Ausbruch sozusagen geht jetzt schon wieder zurück mit der Richtung 36, die wir gerade sehen. Und mich würde es nicht wundern, wenn wir mittelfristig auch wieder Gehäusegrößen so 30 bis 34 mm wieder als en vogue wahrnehmen wird. Bei Vintage-Uhren ist das schon lange der Fall. Also einige der ikonischen Vintage-Modelle, eine Omega Constellation, natürlich die Cartier Tank-Modelle, Cartier Santos-Modelle und so weiter, sind ja in diesem Bereich verortet, sowas um die 30 bis 35 mm. Und es würde mich ganz und gar nicht wundern, wenn wir auch da bald wieder einen ganz starken Trend hinsehen würden, denn es ist nun mal so, rein objektiv sehen ja auf jeden Fall 34 mm und ich würde sagen auch 32, 33 mm Modelle an Herrenhandgelenken nicht schlecht aus. Das ist jetzt natürlich immer eine schwierige Frage und es ist immer was Subjektives und es kommt natürlich ganz stark aufs Handgelenk an, aber die allermeisten Herren mit einem Handgelenk irgendwo zwischen, keine Ahnung, 16 und 20 cm können
auch eine 34 mm Uhr tragen und die können in der Regel auch eine 32 mm Uhr tragen. Und ich muss euch jetzt nicht schon wieder meinen Vergleich dazu Muhammad Alis Tank Louis mit 23 x 30 mm erzählen, aber es ist ja schon so, dass sehr viel sehr tragbar ist. Und auch das ist natürlich etwas, was von Social Media getragen wird, weil wir immer mehr Herren und auch natürlich Prominente, die natürlich Vorreiter auf dem Gebiet regelmäßig sind, weil die Leute sich ja schon an der Mode da orientieren, sehen, die kleinere Uhren tragen. Abschließend möchte auch ich jetzt nochmal auf das Thema modernere Uhren eingehen, denn die letzten 2 Jahre waren ja schon sehr bewegte Jahre, was den Neuuhrenmarkt angeht. Ich glaube tatsächlich, dass sich das 2024 ein Stück normalisieren wird. Ich meine, wir haben natürlich ganz viele Strömungen und viele predigen den großen Wirtschaftscrash. Viele sagen, nein, es erholt sich jetzt alles wieder. Ich bin in keinem dieser beiden Lager, aber es ist ja schon so, dass mittel- bis langfristig eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation absehbar ist. Es ist natürlich auch so, dass wegen der starken Mittelschicht und auch Oberschicht in Ländern wie China, aber auch Indien und anderen Entwicklungs- und Schwellenländern natürlich der Luxusmarkt insgesamt steigt. Und ich glaube, dass das alles mit sich langsam, aber sicher verbessernden wirtschaftlichen Verhältnissen dafür sorgen wird, dass auch der Markt bei neuen Uhren, bei Integrated Bracelet Modellen und so weiter sich erholen wird. Ich sage nicht, dass die Uhren wieder immens steigen werden. Ich glaube nicht, dass es wieder zu so einer Hysterie kommen wird wie 20 und 21. Aber ich glaube, dass sich der Markt hier erholen wird und dass viele dieser Uhren wieder ein normaleres oder stärkeres Preisgefüge oder sich an einem stärkeren Preisgefüge orientieren werden. Und auf jeden Fall glaube ich, dass diese ganz starke Talfahrt vorbei ist. Ich glaube nicht, dass es weiter so im Sinkflug bergab geht, sondern ich glaube, das hat sich jetzt stabilisiert und normalisiert und die Preise werden, wenn überhaupt, moderat steigen. Das war es dann auch schon wieder mit diesem kurzen und prägnanten Jahresausblick auf das Jahr 2024. Ich bin mal gespannt, mit welchen Sachen ich recht behalten werde und welche Sachen ich vielleicht auch noch gar nicht habe kommen sehen. Einige Sachen aus dem letzten Jahr werden sich natürlich weiterziehen, die ich dieses Jahr jetzt gar nicht unbedingt erwähnen musste. Ich bin mal gespannt, es gibt immer ganz große Faktoren, die da noch mit reinspielen. Die Auktionen sind natürlich Teil davon. Ich bin sehr gespannt, ob vielleicht wieder eine neue Marke entstehen wird, wie Genta jetzt, die wieder gekommen sind und natürlich wie Genta performen wird. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt nicht habe kommen sehen, die dieses Jahr passieren werden, genauso wie ich letztes Jahr viele Dinge nicht habe kommen sehen. Ich bin mal sehr gespannt beim Jahresausblick Ende 2024 dann, mit welchen Sachen ich Recht und oder Unrecht hatte und wünsche euch ansonsten eine ganz schöne Zeit bis zum nächsten Video. Ciao!